Heute bei Juliana Matthäus verleihen wir unserer DIY-Weihnachtskarte den letzten Schliff und besticken den illustrierten Kranz mit einfachen Zweigen und Beeren. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Merry Christmas! Mit unserer eigens illustrierten Klappkarte aus 100% Recyclingpapier lassen sich eure Weihnachtswünsche jetzt noch schöner überbringen. Denn hier könnt ihr kreativ werden und der Karte mit selbstgestickten Beeren, Zweigen und einer Satinschleife eine ganz persönliche Note verleihen. Oder verschenkt die Karten einfach im Rohzustand und eure Beschenkten haben dann ein kleines meditatives Projekt, wenn es mal wieder zu anstrengend wird, mit der Familie unterm Weihnachtsbaum. Die The Christmas Card gehört zur Kategorie Ready to Craft und das bedeutet wie immer, dass ihr keinerlei Erfahrung im DIY mitbringen müsst, um euch selbst coole Pieces zu machen. Denn wie immer zeige ich euch Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, bis die fertige Stickerei entsteht. Also macht direkt mit, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr möchtet und dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr das Juliana Matthäus The Christmas Card DIY Set schon habt, dann kann es direkt losgehen, denn wie immer habt ihr alles da, was ihr braucht, in der perfekten Menge und in super guter, nachhaltiger Qualität. Ja, und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte unbedingt dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Ja, dann lasst uns mal gemeinsam schauen, was für Materialien wir heute alles dabei haben. Als erstes haben wir natürlich unsere eigens illustrierte Klappkarte aus 100% Recyclingpapier, genauso wie unseren Umschlag zum Verschicken, rotes Stickgarn in der richtigen Menge, ein grünes Stickgarn aus Baumwolle, eine Sticknadel und hochwertiges Satinband. Damit kann es losgehen. Als erstes nehmen wir uns unsere Klappkarte und dazu unser grünes Stickgarn, denn wir möchten mit den Zweigen für unseren Kranz anfangen. Davon schneiden wir uns ungefähr 60 cm ab, mit dem wir dann anfangen und nehmen uns unsere Sticknadel dazu. Und das Fadenende fädeln wir jetzt ganz einfach durch das Nadelöhr ein. Dazu hilft es, das Fadenende etwas zu befeuchten, denn das Stickgarn besteht ja aus mehreren Strängen und so halten sie dann besser zusammen. In unser eines Fadenende machen wir jetzt einen Knoten. Ein kleiner Trick kommt hier. Ich halte das Fadenende zwischen Zeigefinger und Daumen fest, wickel das Garn einmal von hinten nach vorne um meinen Finger rum, schrubbel das dann hier rechts ab und halte das Fadenende die ganze Zeit aber zwischen meinen Nägeln fest und so entsteht automatisch ein Knoten. Ihr könnt das natürlich aber machen, wie ihr möchtet. Wichtig ist nur, dass in dem einen Fadenende jetzt ein Knoten ist und dahinter schneiden wir das Fadenende einmal kurz ab. Im Folgenden möchten wir also ein paar Zweige besticken und die platzieren wir hier unten, links, rechts und dazwischen dann immer später unsere Beeren und zwar an den Enden von diesen kleinen braunen Strichen. Ganz oben kommt dann später noch die Satinschleife hin und die rundet uns die Karte dann noch ab. Los geht's jetzt also mit Sticken. Ich erkläre euch immer genau und langsam, was zu tun ist. Ihr macht es einfach in eurem Tempo nach und pausiert immer, wo ihr es braucht. Guckt euch das auch gerne häufiger an. Ich sag's euch, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt und euch ein paar Mal angeschaut habt, dann geht das Ganze irgendwann wie von selbst. Ich klappe mir meine Karte jetzt einmal auf, denn so wird's einfacher mit dem Sticken und werde jetzt hier unten einmal mit meinen Zweigen anfangen. Dafür mache ich mir ein Loch hier von oben nach unten, das meinen Startpunkt kennzeichnet. Und genau durch dieses Loch werde ich jetzt von unten nach oben einmal einstechen, bis der Knoten in meinem Faden uns stoppt. Ungefähr einen oder einen guten Zentimeter weiter rechts steche ich dann wieder ein und ziehe die Nadel einmal ganz nach unten, sodass wir hier so einen kleinen ersten Strich für unseren Zweig geschaffen haben. Und dann steche ich wieder von unten nach oben in das Loch, was ich zuerst gemacht habe. Also ich möchte hier links wieder rauskommen. Und dabei achte ich darauf, dass ich nicht in das Garn steche und auch nicht durch den Knoten, sondern möglichst einfach an dem Garn vorbei. Dann kann sich am wenigsten vertüddeln und ich komme hier einfach wieder oben raus. Als nächstes mache ich mir wieder ein Loch und zwar dort, wo ich sagen möchte, dass die erste Spitze meines ersten Blattes sein soll. Das ist hier ungefähr einen knappen Zentimeter schräg unten rechts. Da mache ich mir einfach mal ein Loch mit meiner Nadelspitze, gehe da aber jetzt nicht hinein und ziehe den Faden dort nicht durch. Stattdessen möchte ich hier, wo ich gerade rausgekommen bin, wieder von oben nach unten einstechen. Jetzt aber nicht das ganze Band durchziehen, sondern eine Schleife bilden, die ungefähr so groß ist wie die Strecke bis zu unserem Loch, das wir gerade gemacht haben. So soll das aussehen und ihr erahnt es schon, es wird ein richtig hübsches Blattblech werden. In das Loch, was wir gerade gemacht haben, stechen wir dann von unten nach oben und gehen mit unserer Nadelspitze direkt durch die Schlaufe, die wir gerade erstellt haben.
So sieht das Ganze aus. Jetzt ziehen wir das ganze Garn einmal fest. Ihr seht, das Garn kommt jetzt von der Schlaufe von unten nach oben hinaus. Ich gehe jetzt an der Schlaufe vorbei und gehe wieder in das gleiche Loch, wo ich gerade herkam. So habe ich nämlich einen kleinen Steg gestickt, der mir das Blatt jetzt festhält und dann kann es später nicht wieder herausrutschen. Ja, und das ist das Prinzip von den Blättern. Genauso geht es jetzt weiter. Ich steche jetzt wieder ein in die Stelle, wo mein erstes Blatt hier gerade entsprungen ist, denn ich möchte ein zweites Blatt zur anderen Seite fertigen. Da mache ich mir wieder ein Loch, steche dann aber nicht dort, sondern dort ein, wo ich gerade hergekommen bin. Hier. Ziehe meine Nadel da einmal nach unten durch. Gucke einmal, dass das Garn sich nicht verdreht. Ich halte das hier fest mit meinem linken Daumen. Habe jetzt die Schlaufe wieder ungefähr in die Größe gezogen, wie die Strecke lang ist bis zu meinem Loch. Steche dann von hier unten nach oben ein, durch meine Schlaufe. Lege mir die einmal schön hin. Und neben der Schlaufe, rechts daneben, steche ich wieder in das gleiche Loch nach unten ein. Ziehe ich mir das Ganze fest. Ja, und schon haben wir 2 Schlaufen. Genau das wiederholen wir jetzt die ganze Zeit für unsere Abschnitte vom Kranz. Wir sticken also immer einen Stiel und dann 2 Blätter. Ja, und so machen wir jetzt weiter. Als nächstes machen wir uns also wieder ein Loch. Und zwar wieder so im Abstand von einem guten Zentimeter, hier weiter rechts im Verlauf unseres großen Kranzes. Dann steche ich wieder von unten nach oben und zwar am Anfang dieses Stiels ein. Also dort, von wo aus wir diesen Stiel jetzt fortsetzen möchten. Das ist also hier das mittlere Loch. Ziehe meine Nadel nach oben und steche dann in das Loch ein, was ich hier zuvor gefertigt habe. So. Ja, und als nächstes folgen dann wieder die Blätter. Dafür gehe ich hier wieder in die Mitte rein, da wo dieser Stiel gerade anfängt. Wieder am besten neben dem Garn. Mache mir dann wieder ein Loch, das die Position für unser nächstes Blatt kennzeichnet. Gehe dort hinein, wo ich gerade herkam. Steche die Nadel nach unten. Ziehe die Schlaufe etwas kleiner, sodass sie wieder die richtige Größe hat. Gehe dann durch das Loch, was ich gerade gestochen habe, von unten nach oben und gleichzeitig hier direkt in die Schlaufe hinein. Ziehe die auf die richtige Größe, gehe daneben, um einen Steg zu bilden, wieder in das Loch nach unten. Ja, und habe das hier auch wieder schön gefertigt. Dann gehe ich wieder in die Mitte hinein, dort wo mein nächstes Blatt beginnen soll. Mache mir wieder einen Anhaltspunkt und hier ein Loch. Gehe wieder in den Punkt, wo ich herkam. Gehe von unten nach oben mit meiner Nadel durch das Loch und in die Schlaufe. Gehe neben dieser Schlaufe wieder nach unten durch das Loch. Ich mache mir die Schlaufen auch immer zwischendurch hier so ein bisschen hübsch, lege mir die, wie ich sie haben möchte. Könnt ihr auch später noch ein bisschen hin und her ziehen. Ja, und dann haben wir schon wieder hier den ganzen nächsten Abschnitt von unserem Zweig mit 2 Blättern gestickt. So geht's weiter. Ich gehe mit meiner Nadel von unten nach oben wieder in die Position, von wo aus ich meinen nächsten Abschnitt fertigen möchte. Gehe dann wieder einen Zentimeter später hier nach rechts. Immer schön so ein bisschen im Formverlauf von unserem Kranz. Gehe wieder in den Punkt, wo ich gerade angefangen habe. Und fertige von da aus wieder hier meine Blattformen, die ich ja jetzt schon öfter erklärt habe. Hier ändert sich nichts. Ihr macht das wieder genauso, wie ihr es vorher auch gemacht habt. Und wenn ihr hier noch etwas Input braucht, dann spult doch noch einfach einmal kurz zurück. Guckt euch das Ganze nochmal an. Wiederholt es in eurem Tempo und dann wird es nach ein paar wenigen Versuchen auf jeden Fall klappen. Ja, wenn ich hier auch die nächste 3. Blattreihe quasi beendet habe, dann mache ich noch eine 4. hier unten rechts. Da ist nämlich noch ein bisschen Platz. Ja, dann ziehe ich hier noch mein 8. Blatt fest und kann dann jetzt meinen Stickgarn hinten vernähen. Da zeige ich euch jetzt, wie das geht. Gerade ist die Nadel ja eh auf der hinteren Seite. Damit uns das Ganze dann später nicht mehr aufgeht, gehen wir hier einmal mit unserer Nadel unterhalb von diesem einen Steg entlang.
haben dann ja hier automatisch so eine kleine Schlaufe. Da gehen wir einmal mit der Nadelspitze durch, ziehen das Ganze fest, machen das Ganze nochmal. Ich gehe hier drunter durch, habe hier meine Schlaufe, gehe da durch mit der Nadel, ziehe das wieder fest und jetzt ist unser Faden vernäht. Das heißt, wir können unsere Schere nehmen und den hier einmal knapp dahinter abschneiden. So, ja, und damit haben wir den ersten Teil von unserem Kranz beendet. Den nächsten Teil stecken wir hier rechts auf der Seite, einmal so hochkant. Und das geht genauso, wie wir es jetzt die ganze Zeit schon gemacht haben. Guckt euch dafür einfach hier den Teil eben nochmal an, wenn ihr euch unsicher seid. Es geht nämlich ganz genauso, hier gibt es keine Änderungen, alles wird gemacht, wie ich es euch eben schon erklärt habe. Hier an der rechten Seite allerdings, da stecke ich nur 2 rein, also mit 4 Blättern insgesamt, denn da ist etwas weniger Platz bis zu den nächsten Beeren. Auf der linken Seite mache ich dann im Anschluss weiter, nachdem ich meinen Faden auch hier wieder vernäht habe. Und zwar mache ich hier 3 rein, also 6 Blätter an dieser Seite. Das geht natürlich auch genauso wie vorher und wie ihr seht, je mehr wir von den Zweigen und den Blättern sticken, desto schöner wird das Ganze. Diese Dreidimensionalität verleiht der Karte einfach nochmal so einen ganz besonderen Charme und besonders viel Spaß macht es auch gleich, wenn wir die Beeren sticken, denn das wird nochmal ein anderer Stich aus der gleichen Schwierigkeitsstufe, würde ich sagen. Zuvor aber noch ein allerletzter Abschnitt von unseren Zweigen und zwar hier oben links möchten wir jetzt noch eine kleine Reihe sticken und die soll hier auch wieder aus 3 Zweigen mit 6 Blättern bestehen. Übrigens schaut doch auch super gerne mal auf unserem Instagram-Feed vorbei. Juliana Matthäus_official ist da unser Name. Denn wir posten täglich coole DIY-Mode-Inspirationen, Outfit-Tipps, Hacks und kostenlose Schnittmuster. Und das alles ganz unabhängig von irgendeiner Technik. Also ihr müsst weder Profis sein im Sticken, noch im Makramee, noch im Nähen. Alle unsere Kleidungsstücke und Accessoires sind absolut für Anfänger geeignet und sollen einfach nur Spaß machen und euch am Ende ein tolles Ergebnis liefern. Übrigens, wenn der Faden mal zwischendurch zu kurz werden sollte, dann könnt ihr den natürlich auch auf der Rückseite ganz einfach vernähen, wie ich es euch hier die ganze Zeit zeige. Fädelt ihr dann einfach einen neuen Faden ein, macht wieder einen Knoten ins Fadenende und startet genau da, wo ihr gerade aufgehört habt. Das ist wirklich gar kein Problem. So, und dann sind wir komplett fertig mit unseren Zweigen. Wir können jetzt als nächstes unser rotes Garn zur Hand nehmen und schneiden auch hier wieder so ein Stück von ungefähr 60 cm ab. Fädeln das Garnende einmal durch das Nadelöhr, machen hier auf die eine Seite in unser Garnende wieder einen Knoten, schneiden das Ende dahinter einmal kurz und sind dann bereit zu sticken. Und zwar möchten wir jetzt die Beeren fertigen. Das machen wir mit einem Knötchenstich und wie der geht, zeige ich euch jetzt. Ich klappe mir dafür die Karte wieder einmal auf und möchte jetzt beispielsweise hier am Ende von diesem braunen Zweig einmal anfangen. Deshalb mache ich mir ein Loch, um die Position zu markieren, damit ich die von unten sehe und stecke da meine Nadel mit dem Faden einmal von unten nach oben durch, bis wir gestoppt werden. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir das Garn, was hier oben rauskommt, einmal mit der linken Hand festhalten und nach unten links ziehen. Die Nadel, die wir in der Hand haben, halten wir einmal diagonal darüber, wickeln dann das Garn 3-mal von oben nach unten über die Nadel, stecken jetzt nur noch die Nadelspitze in das Loch, wo wir gerade rauskamen, ziehen die einmal durch, ziehen einmal hier noch so ein bisschen an dem Ende, zack, und dann haben wir das erste Knötchen. Ganz, ganz einfach, oder? Ich mache mir jetzt hier ein Loch, um die Position von unten zu sehen, wo mein nächster Zweig hier endet. Steche dann wieder dort von unten nach oben durch meine Karte. Halte das Garn wieder nach unten links. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Diese Positionen, wenn die so stimmen, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Wickel von oben nach unten das Garn 3-mal um die Nadel und nähe wieder nach unten durch. Ich ziehe mir das hier auch wieder fest. So, da ist mein nächstes Knötchen oder unsere Beere. Dann mache ich mir hier ein Loch an das nächste Ende vom Zweig. Gehe wieder von unten nach oben, genau an der Stelle durch. Halte das Garn wieder nach unten links. Lege die Nadel drüber. Wickle 3-mal von oben nach unten, das so rum. Gehe wieder durch die Karte nach unten
und habe schon meine nächste Beere. Das geht richtig schnell und macht auch total viel Spaß, finde ich, weil man einfach so schnell seine Resultate sieht und dann so hübsche Knötchen hier hat. Und ja, das ist alles, was wir noch machen müssen, bevor wir die Satin-Schleife aufsetzen. Ich würde jetzt empfehlen, noch hier ein Knötchen hinzusetzen und danach den Faden erstmal zu vernähen, weil die nächsten Knötchen dann relativ weit weg wären. Und so sind wir einfach auf der sicheren Seite, dass man dann nicht dann später irgendwie hängen bleibt. Dementsprechend mache ich dieses Knötchen hier noch einmal fertig. Bin dann ja unten mit meiner Nadel und kann dann das Fadenende genauso vernähen, wie ich es eben auch gemacht habe. Ich gehe hier einfach ein bisschen durch mit meiner Nadelspitze unterhalb des Garns, das ich gerade genäht habe. Gehe dann immer mit der Nadelspitze hier durch die Schlaufe, ziehe fest und schneide meinen Stickgarn dann kurz dahinter ab. So, dann mache ich natürlich wieder einen Knoten in das Fadenende und dann mache ich hier rechts weiter bei meinen 3 vorgesehenen Beeren, steche da wieder ein, ziehe die Nadel durch, bis der Knoten mich stoppt und fange dann hier an, genauso wie eben, diese 3 Beeren zu sticken. Achtet dabei immer auf die richtige Handhaltung bei diesem Stich, der ist entscheidend, genauso kommt ein Knötchen zustande, anders leider nicht. Also guckt euch das genauso an, macht es genauso nach und dann werdet ihr in kurzer Zeit viele schöne Beeren gestickt haben. Aber das war es noch nicht, jetzt geht es weiter und zwar oben rechts mit den Beeren. Hier findet ihr auch wieder Zweige, wenn auch nur 2 Stück. Die gehen also schnell. Platziert doch hier bitte eure nächsten 2 Beeren. Wenn auch das geschafft ist, dann geht es hier oben in der Mitte weiter. Hier sollen es auch wieder 2 Beeren sein. Und dann fehlen nur noch hier links unsere letzten Beeren. Die sticken wir noch eben fertig und dann zeige ich euch, wie ihr eine richtig schöne Satin-Schleife bindet, die ihr dann perfekt auf eine Karte wie diese aufkleben könnt. Wenn alles vernäht ist, schneiden wir natürlich wieder den Faden vorerst ab und dann schauen wir uns mal das Resultat an und sehen, unser Kranz ist richtig, richtig schön durch diese Dreidimensionalität und das tolle Baumwollgarn sieht das Ganze einfach richtig schön und individuell kreativ aus. Dann lasst uns jetzt unsere Schleife anfertigen. Dafür brauchen wir einfach unser Satinband. Nehmen das Ende vom Band nach 5 cm zwischen Daumen und Mittelfinger, wickeln es einmal um den Zeigefinger. Zeigefinger und Mittelfinger sollten ungefähr so in einem Abstand von irgendwie 3-4 cm gespreizt sein. Haben das Band jetzt nochmal rumgewickelt, halten das dann fest zwischen den Daumen. Und durch dieses kleine Dreieck, was wir hier jetzt gerade bilden, ziehen wir dann unser Ende durch, nach hinten. So, ziehen es dann nach rechts. Und möchten jetzt einfach nur noch das Band, was wir hier rechts haben und das Band, was wir ja unten hängen haben, das Ende, miteinander verknoten. Das mache ich hier unten einmal so mit den Fingern. Ziehe mir das einmal fest, sodass der Knoten jetzt möglichst in der Mitte ist, zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. So. Nehme mir jetzt diese beiden Schlaufen hier ab von meinen Fingern. Ziehe den Knoten jetzt fester. Guckt nochmal, dass der schön mittig sitzt. Ja, drehen das um und dann sieht unsere Schleife so aus. Richtig, richtig einfach und man hat so eine schöne Schleife, die man wunderbar aufkleben kann. Jetzt nehmen wir uns einfach noch einmal unsere Schere dazu und schneiden einmal die beiden Enden schön ab. Und zwar machen wir das schräg, damit die nicht ausfransen können. Und dann könnt ihr im nächsten Schritt schon euren Kleber, ob Heißkleber oder Sekundenkleber, was auch immer dazu holen, denn wir befestigen sie jetzt und verleihen unserer Karte den letzten Schliff. Dafür drehen wir die Schleife noch einmal um, tragen hier einen Klebepunkt auf. Ich mache das beispielsweise mit Heißkleber. So. Nehme jetzt meine Karte dazu und setze sie hier oben in die Mitte, direkt auf meinen Kranz. Drückt das einmal an, lasst es dann trocknen. Ja, und dann ist das Werk vollbracht. Richtig, richtig schön geworden. Ja, und wenn euch das Spaß gemacht hat, dann guckt doch gerne direkt im Anschluss mal auf unserer Website www.julianamathews.com vorbei und sucht euch im Anschluss direkt euer nächstes einfaches DIY-Projekt aus.
So, das war's. Das ist unsere fertige The Christmas Card. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht und das DIY-Projekt hat euch euren Adventssonntag oder Weihnachtsnachmittag etwas versüßt. Mich würde es total interessieren, wem ihr die Karte schenkt und ob der Beschenkte oder die Beschenkte sich gefreut hat. Ja, und dann würde ich sagen, ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames DIY-Projekt im Nähen oder einer anderen Technik. Teilt doch wie immer eure Resultate mit dem Hashtag JulianaMatthäus on me. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüssi!